Freunde, dieses Video ist mir eine Ehre. Ich wollte das immer schon machen. Ich habe es, glaube ich, vor 6 Jahren schon gemacht, aber da war ich noch klein, da hat es nicht jeden interessiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt jemanden interessiert, vor allen Dingen im Sommer nicht, aber ich werde es machen. Es wird ja ein großes, Vorbild würde ich nicht sagen, aber ich bin ein so großer Fan von diesem Mann gewesen, und zwar rede ich von King of Pop, Michael Jackson. Für mich der größte Entertainer ever. Und da könnte ich jetzt mich aufhalten und stundenlang drüber reden, aber also im Endeffekt ist er schon ein Vorbild, was dieses hundertprozentige, diesen Ehrgeiz und einfach durchziehen und der Beste sein, ist nice. Und ich wollte oder möchte heute sein Lieblingsduft vorstellen. Und ja, ich bin Fan seit 1986, also wirklich 1986. Ich habe das Privileg oder auch das Glück gehabt, dass ich ihn zweimal live sehen konnte. 1992 auf der Dangerous Tour hier in Hamburg City und 97 History Tour in Kiel. Absolut bombastische Show, werde ich nie vergessen. Und ich war auch ziemlich dicht dran. Also das war einfach von allerfeinsten. Für mich ist er einfach und er wird auch immer der Größte bleiben. Es wird einfach keinen Besseren geben. Er war einfach seinen ganzen Leuten. Und es gibt große Stars. Es gibt Legenden. Aber er ist einfach ganz oben. Und das würde ich auch nicht nur sagen, nur weil ich MJ-Fan bin. Beziehungsweise Michael Jackson. Es gibt ja auch noch Michael Jordan, also MJ, ne? Und und dementsprechend, wie gesagt, ich bin seit 86 Fan. Es ist also nicht nur einfach so, genauso wie mit Düften. Also mein erster Duft ist habe ich 89 zu Hause stehen gehabt. Also es gibt ja so ein paar Leute, die meinen, sie wären die Ersten, weil sie am ersten angeblich Düfte gekauft haben, irgendwann früher, wo noch keine Düfte gekauft haben. Also mein erster Duft war 1989 und mein erster wirklicher Duft, den ich selbst von meinem Geld gekauft habe, war 1992. So, das über den Thema. Aber das ist auch nur nebenbei eine Randnotiz einfach nur. Aber jetzt möchte ich zu diesem Duft Tom Ford Black Orchid kommen. Ja, das war Michael Jackson sein Duft. Ich weiß, das passt jetzt nicht wirklich. Vielleicht werden dieses Video auch nicht viel gucken. Ist mir aber Latte, weil dieses Video widme ich einfach den King of Pop, und das war schon ein Duft, der passte irgendwie schon, weil es ist ein Damenduft, aber der kann auch von einem Herrn getragen werden, weil er eben sehr, sehr präsent ist und sehr stark. Ihr habt hier was blumenmäßig, aber mit Trüffel. Also am Anfang habt ihr schwarzen Trüffel und ihr merkt einfach schon die schwarze Orchidee, die hier drin ist. Dann habt ihr noch Rum drin. Es ist eigentlich ein sehr dunkler, sagen wir, es ist einfach nur ein dunkler, tiefer, schwerer, Orchidee-blumiger Duft, der durch eine Trüffel oder durch den Trüffel so richtig genial kommt, plus Rum. Patchouli glaube ich auch noch. Es ist aber ein tiefer, dunkler, blumiger Duft, der mit einer leichten Süße kommt. Richtig schwer, aber genial. Im Endeffekt genauso genial wie Michael war. Es passte einfach und deswegen, das ist schon sexy. Ne? Also das ist ein richtig guter Duft. Nun weiß ich nicht, ob der immer noch so ist, aber ich glaube sogar, dass das Eau de Parfum eingestellt worden ist. Da steht das Eau de Toilette. Nee, Quatsch. Das gibt's, glaube ich, noch. Das Eau de Toilette wurde eingestellt. Das ist so ein bisschen milchiger, nicht runder, ein bisschen weicher. Trotzdem ein bisschen, finde ich, irgendwie ganz anders so ein bisschen. Zwar die DNA, aber Milch und dann das Parfüm. Und hier ist das Eau de Parfum. Ich glaube, das Eau de Toilette wurde eingestellt. Ich hoffe, das nicht. Und wenn, kann es natürlich sein, dass es bei Tom Ford, man weiß nie bei Tom Ford, dass es ein bisschen schwächer gemacht wurde. Das ist hier, alle drei hier sind die Hardcore-Version, die erste Auflage, brachial stark. Also hier reden wir wirklich von über 15 Stunden und von einer Sillage, die einen umhaut, wenn du zu viel davon sprühst. Ich sage aber, tragt wann ihr was wollt, macht das auch bei Wärme, aber dann wirklich nur 1 oder 2 Sprüher. Und man muss diese DNA auch mögen. Diese schwarze Orchidee ist sehr präsent. Ich finde, dass die Orchidee viel präsenter ist als eine Rose. Ne? Also es gibt ja Rosendüfte, die sind so stark, die können einen auf den Sack gehen auf die Dauer. Aber eine Orchidee ist mal ganz andere Liga. Also das ist schon, die DNA ist hier, ne? Also Trüffel, klar, aber nicht den Trüffel, den ihr so kommt. Aber ihr habt grundsätzlich
Die Orchidee, die schwarze Orchidee. Und es ist scheißegal, was hier noch drin ist, ob da Rum drin ist, ob da hast du nicht gesehen und Pipapo drin ist. Ihr merkt einfach die Orchidee. Die cremige, leicht vanillige Orchidee. Und das haut schon auf die Fresse. Für Michael-Verhältnisse wundert mich, dass er diesen Duft, weil das ist ein starker Duft, dass er den so gut fand. Ich glaube, er hatte mehrere Flaschen zu Hause. Ich meine, er hatte früher auch mal, es gab mal, ich weiß nicht, ob er wirklich dahinter war oder einfach die Leute, die ihn ausgenommen haben. Es gab tatsächlich mal Michael Jackson Duft. Das war so ein schwarzer Flakon. Vielleicht finde ich den werde ich mal einblenden. Weiß-schwarz, glaube ich, gab's den. Den schwarzen hatte ich mal. Das war jetzt, das ist zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, nach was der roch. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sein Duft. Black Orchid von Tom Ford. Also wenn ihr auch als Mann tragbar, wenn ihr einen schönen, also wenn ihr Rosendüfte mögt, dann werdet ihr auch den mögen. Auch, wie ich eingangs erwähnt hatte, das Black Orchid ist schon noch eine andere Liga. Was diese starke DNA, dieses Blumige bringt, ist das schon wirklich anders. So, mehr muss man eigentlich zu diesem Duft gar nicht sagen. Es ist ein tiefer, schwerer, blumiger Duft, der aber sexy, sinnlich ist und einfach elegant ist und nach Luxus schreit. Tom Ford hat zu der Zeit noch richtig was rausgehauen, weil zu dieser Zeit, wo der rauskam, solchen Duft, das gab's nicht an jeder Ecke, geschweige auch, ich nehme nicht mal hier, ich würde ihn mal einmal sprühen, das sieht natürlich noch ein bisschen irgendwie schon, ja, ist schon geil. Ich bin auch froh, den zu haben. Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen, ja, es ist sehr schwer, weil der extrem in der Luft liegt. Das ist die frische Variante im Endeffekt. Aber der war, ja doch, jetzt merkt man. Ja, der ist noch, das ist noch eine andere Cremigkeit, bisschen holzig, finde ich, in meiner Nase. Und da ist das nicht, die Orchidee, nicht ansatzweise so doll, so stark. Ja, und zum Parfüm. Der kam ja jetzt, der ist ja noch nicht so alt. Ich weiß gar nicht, da gab es, glaube ich, noch einen anderen. Gab es da nicht noch einen anderen inzwischen? Das weiß ich, das habe ich da nicht mehr gemacht. Ja, das Parfüm ist dann dieses abgerundete und aber allgemein es gibt auch den Vetiver-Duft, der ist auch in dieser Flasche noch jetzt nicht mehr, glaube ich. Also ich habe noch hier, einmal kurz rein, da haben wir ihn. Das ist schon geiler. Tom Ford zu der Zeit, ja, Tom Ford ist nicht mehr Tom Ford leider, aber hier, sehr nice. Aber egal, unwichtig, stellen wir hier mal wieder hin. Darum geht's nicht. Es geht um das Eau de Parfum. Wenn ihr das noch kriegen könnt und wenn es jetzt noch draußen ist, ich werde ja danach, nachdem ich das hier aufgenommen habe, mal gucken. Aber dann solltet ihr euch den mal holen, wenn ihr auf solche Art Düfte steht. So. Ja, leider, rest in peace, Michael. Ich hoffe, du hast deine Ruhe da, jetzt wo du bist. Und eine lange Story. Ich könnte so viel darüber erzählen. Das würde aber ein einzelnes Video, es würde den Rahmen sprengen. Ich habe ja schon in meinem vorigen Video gesagt, ich werde jetzt mal was anderes auch mal nebenbei machen und mal vielleicht Film-Reviews machen. Natürlich Videos hier, Vlogs, wenn ich essen gehe oder so. Ich habe Bock auf sowas. Ich habe schon lange auf sowas Bock. Nur ich bin immer von abgegangen und gesagt, mache ich das nicht. Entweder guckt ihr das oder nicht, aber es würde mich natürlich freuen, würdet ihr das gucken, weil auch das wird interessant und auch lustig vielleicht mal, weil das ist noch ein bisschen privater, wenn ich sowas anderes mache, jedenfalls was Vlogs angeht oder Essen oder so, das wird dann ein bisschen, ja, sag ich mal, lustiger eventuell auch. Und ich esse nämlich auch gern, auch wenn ich 30 Kilo abgenommen habe, bleibt trotzdem, ne, ich esse natürlich ganz anders, viel gesünder und ich achte auf sehr viel. Ich könnte alles machen, alles erzählen über dies, jenes, Pipapo, was man einnehmen kann, was einfach besser ist, was ihr nicht machen solltet, so. Aber das ist immer auch Ansichtssache und ihr könnt machen, was ihr wollt, aber manche laufen blind durch die Gegend und glauben alles, was da draußen gesagt wird. Und das sollte man natürlich nicht. So. Fängt schon mit Nahrungsergänzungsmitteln an. So, aber da sind wir nicht. Wir sind bei Black Orchid. Geiler Duft. Schreibt mal runter, kennt ihr den Duft? Was haltet ihr von Michael? Er war der Größte, er ist der Größte immer noch und Punkt. Natürlich, wie gesagt, ich würde es auch sagen, wenn ich kein Michael-Fan wäre. Aber sagt mal, was ihr davon haltet und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich wollte eigentlich so viel erzählen, aber wenn es um Michael geht, dann könnte ich hier, das Video würde hier 2 Stunden gehen. Wirklich. Ach so. Ich habe es tatsächlich auch mal getanzt, ja. Ich wurde früher mal eingeladen, ja. Und in der City, wo ich da früher gewohnt habe, ich habe das trainiert. Jeden Tag 2,5 Stunden. Ich konnte diese Konzerte aus dem Kopf. Und ich war auch, ohne anzugeben, wirklich, ich war sehr perfekt. Das ist natürlich lange her. Und das hat dann irgendein anderer aufgeführt, der wirklich schon fast so operiert war. Aber er war gut, aber zu schnell im Takt und so. Ist geil. Moonwalk würde ich noch hinkriegen, auch sogar vielleicht den Moonwalk zur Seite, aber es ist einfach,
das ist lange her, wo ich das gemacht habe. Aber ich war schon und immer noch, ich habe alles von denen. Ne? Aber es ist geil, dass ich ihn auch live gesehen habe. Guck mal, ich schweife jetzt schon wieder ab. Ich könnte jetzt immer weiter labern. Aber ja, schreibt mal unter, was ihr von denen haltet. Und von den Duft natürlich. Also, dann bin ich mal raus.